Das ist sicherlich was Besonderes. Also hier im Herzen von Wien Tunnelbau zu betreiben und so ein riesiges Bauvorhaben zu betreiben, ist kein alltägliches Projekt, weder fürs Team noch für mich. Wir befinden uns hier am Friedrich-Schmidt-Platz. Der Friedrich-Schmidt-Platz liegt direkt hinter dem Wiener Rathaus. Also wir haben eine sehr prominente Adresse hier und wir arbeiten uns hier 25 Meter in die Tiefe. Und von diesem Angriffspunkt aus treiben wir die Tunnelröhren vor und machen den gesamten Betonbau in diesem Bereich. Die Tunnelröhren, die wir herstellen, sind in unserem Fall über 2 Kilometer Tunnellänge, dienen ausschließlich für die Wiener U-Bahn. Wir sind jetzt im Bahnsteigsbereich der Station Rathaus, Linie U2. Wir bauen diese Station Rathaus zu einem Umsteigeknoten um. Umsteigeknoten U2, U5. Bei diesem Bauvorhaben ist die größte Herausforderung die Logistik. Da wir hier im innerstädtischen Bereich arbeiten, ist der Platz, der uns zur Verfügung steht, sehr eingeschränkt. Wir müssen die einzelnen Arbeitsschritte exakt einteilen, zeitlich, örtlich, damit man möglichst wenig behindert ist. Ich bewerte meine Baustellen oder beurteile meine Baustellen nach der technischen Herausforderung. Und ich finde, dass diese Baustelle hier besonders technisch herausfordernd ist. Daher ist sie sicherlich in den Top 3 meiner bisher getätigten Baustellen. Wir haben damit begonnen, dass wir mit dem Schacht uns in die Tiefe arbeiten. Die Bohrpfähle, die wir für die Bauphase benötigt haben, das sind provisorische Bauteile, die werden jetzt in diesem Bauzustand wieder abgetragen und diese Abtragsarbeiten finden jetzt gerade statt. Sobald der Schacht in der Tiefe ist, geht's los mit den Tunnelvortriebsarbeiten. Hier in diesem speziellen Fall hat es noch einen Zwischenschritt benötigt. Wir befinden uns nämlich hier unter Grundwasserniveau. Das heißt, dass wir hier in diesem Bereich trocken arbeiten können, war es im Vorfeld notwendig, das Grundwasser abzusenken. Bei diesem Baulos haben wir dies mit Brunnen gemacht. Wir pumpen hier 24 Stunden am Tag, pumpen wir das Grundwasser weg, sodass es abgesenkt wird und wir im Trockenen hier den Tunnelvortrieb machen können. Und da waren sie aber fleißig. Freitagnachmittag war nur die Hälfte da. Wir haben hier den Stationsschalwagen aufgebaut und wir betonieren gerade einen Kreuzungsblock. Man sieht hier im Prinzip schön, also hinter der Folie, da befindet sich die Außenschale, der Spritzbeton vom Tunnelvortrieb. Anschließend wird die Folie aufgetragen und dann kommt es zur Bewehrung. Dann fährt man mit dem Schalwagen zu dem Block. Der Regelblock hat 10 Meter. Man betoniert den Block mit dem WDI-Beton, mit dem wasserdichten Beton und anschließend hat man den wasserdichten Tunnel. Wir haben unterschiedliche Situationen aufgrund der Logistik, aber das Regelprinzip läuft so, dass wir bei einem Schacht den Beton hinunterlassen, in einen Mischwagen, den wir vor Ort haben im Tunnel und fahren dann direkt zur Mobilpumpe. Also hier hinten die gelbe Putzmeisterpumpe, das ist jetzt unsere mobile Pumpe für diese Betonage. Und die werden laufend nach Ablauf umgestellt. Wir haben ja auch andere Betonagen mit anderen Schalwegen parallel laufen, dazu die Zwischendecken etc. Also wir haben jeden Tag zwischen 1 und 3 Betonagen in verschiedenen Lokalitäten im Tunnel. Das Highlight selbst ist die Komplexität. Es kommt nie ein direkter Regelbetrieb rein. Neue Bauphasen, neue Umstellungen. Man muss ständig dranbleiben, damit man den Ball nicht verliert. Im Praktikum habe ich angefangen mit Kubaturausrechnungen für den Fahrtreppenschaft. Und jetzt bin ich auch teilweise in der Nachtkalkulation und Abrechnung tätig. Ich habe Bauingenieurwesen studiert auf der TU Wien
und bin im Sommer 22 direkt hier auf die Baustelle gekommen für ein Praktikum. Und dann bin ich im März 23 als Teilzeitkraft eingestiegen. Und wo ich das Studium abgeschlossen habe, bin ich jetzt Vollzeit seit Juni. Ich arbeite hier auch so gerne, weil das eben Wiens größtes Klimaschutzprojekt ist. Und dass es eine sinnvolle Arbeit ist, auch für die Zukunft, das macht dann natürlich noch mehr Spaß. Bei diesem Bauvorhaben werde ich voraussichtlich 9 Jahre tätig sein. Baubeginn war 2021 und ich werde bis 2030, bis zum Bauende, hier zur Verfügung stehen. Das Schöne an diesem Projekt ist, dass es, auch wenn es über mehrere Jahre geht, dass die Jahre miteinander nicht vergleichbar sind. Wir beginnen ja mit einer Phase, wo sehr viel Tunnelvortrieb stattfindet. Dann gibt es eine Phase, wo sehr viele Betonarbeiten stattfinden. Und dann gibt es zu guter Letzt auch eine Phase mit dem Ausbau. Die Stationen brauchen ja irgendwann auch Rolltreppen und Lifte. Und auch da sind wir noch hier.